Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Marke Victron. Heute geht es um den Smart Shunt. Es gibt ein neues Update. Ich glaube, so neu ist das gar nicht. Das ist schon ein paar Wochen alt. Ich habe es jetzt aber erst festgestellt, dass es ein neues Update geht. Und da will ich dich mal mitführen, wie man das Ganze vonstatten führt. Wenn dir mein Video gefällt, hinterlass mir doch gerne ein Like und auch über jedes Abo freue ich mich. Und du darfst auch gerne, wie immer, mein Video teilen. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Ja, hallo, ich bin der Markus und ich werde dich heute mitführen, wie man ein Update bei dem Victron Smart Shunt jeglicher Variante macht. Ja, warum muss man Updates machen? Eigentlich liegt das ganz klar auf der Hand. Erstens geht es um Sicherheit. Bei einem Update werden häufig Sicherheitslücken geschlossen und was dazu kommt, wenn irgendwelche Bugfixes, also Fehler sind in Deutsch, dann werden die möglichst mit so einem Update behoben. Ja, wie machen wir das Ganze? Im Prinzip schwenke ich jetzt mal ganz kurz mit auf mein Handy, weil das Ganze macht man am Handy, beziehungsweise glaube ich, kann man das sogar online machen. Bin ich jetzt überfragt, aber mit Sicherheit geht es auch online. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und werde jetzt die Victron App starten. Da gehe ich in meinen Ordner, den habe ich Reise und Lokales genannt, und dort gibt es die Victron App. Die Victron Connect App ist die App, womit ich die Produkte auslesen kann, beziehungsweise sehen kann, wie es zurzeit ist. Jetzt haben wir hier den also ich habe meinen Smart Shunt Batterie genannt, weil der die Batterie überwacht. Dann habe ich noch einen Ladebooster und die Raspberry Pi 3 Modell. Da läuft das Victron Venus OS System drauf. Ja, jetzt gehen wir auf die Batterie. Jetzt werde ich mich verbinden. Standardmäßig ist 6x0 als Pin angegeben. Wenn ihr den geändert habt, müsst ihr den natürlich dementsprechend anpassen. Jetzt sehen wir hier nochmal so ein bisschen den Verlauf. Wenn hier oben rechts in der Ecke ist so ein Zahnrad mit einem Ausrufezeichen. Das heißt, es ist wieder ein Update da. Bevor ich ein Update mache, mache ich mir aber einen Screenshot von meinen Einstellungen. Damit, falls bei einem Update irgendwas überschrieben wird, also auch von den Einstellwerten, dass ich das noch da habe, also zur Verfügung stehen habe, ne? So, jetzt gehe ich zurück. Jetzt gehe ich hier auf Update und jetzt kriege ich da einen Warnhinweis. Also es gibt die Version, ist aktuell 2.43 und die neue Version ist 2.46. Vielleicht habe ich schon mehrere Male kein Update gemacht. So, verlassen Sie, also hier kommt ein Hinweis, verlassen Sie die App nicht während des Updates und bleiben Sie in der Nähe Ihres Geräts. Eingehende Anrufe werden der Firmware-Update nicht unterbrechen, aber es wird empfohlen, den Anruf während des Updates nicht anzunehmen. Sollte das Update unterbrochen werden, kann es später fortgesetzt werden. Internet für dieses Gerät nicht benötigt, beziehungsweise für dieses Update. Jetzt drücke ich unten auf Aktualisieren und jetzt sieht man schon, hier passiert irgendwas. Ja, das ist schon bei 3%, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so schnell geht. So, jetzt ist die Firmware aktualisiert. Es steht jetzt auf 2.46. Jetzt gehe ich auf Weiter. Wie es aussieht, hat er alle Daten erstmal übernommen. Ich gehe mal hier oben in die Batterie selber rein. Gehe nochmal auf das Zahnrad. Gehe auf Batterieeinstellungen. Ja, es ist noch drinne. Es gab mal ein Update, da wurde alles überschrieben, man musste alles neu einstellen. Aber das ist bei mir nicht der Fall, so dass ich sagen kann, es passt wieder alles. Ach so, was ich noch dazu sagen muss, ich habe eine AGM-Batterie. Die Einstellungen für eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, also eine LiFePO 4, wie sie geschimpft wird, die sehen anders aus. Aber das wird wahrscheinlich in 2024 eventuell ein Projekt werden, was ich noch umsetzen werde. Aber ich werde meine Batterie selber bauen. Ja, wie du gesehen hast, das Update ist Spielen einfach. Worauf du achten musst, ist, dass du einen Screenshot machst. Dann machst du das Update und dann vergleichst du nochmal die Werte mit deinem Screenshot. Sollte das passen, ist alles gut. Sollte das nicht passen, musst du es verbessern. Ja, was bleibt mir jetzt anderes zu sagen, außer Tschüss und einen schönen Tag noch zu wünschen. Und wir sehen uns bald wieder.